Herzlich willkommen, mein Name ist MacGyver und heute habe ich einen ganz speziellen Gast bei mir, den ich natürlich schon durch die Videos sehr oft gesehen habe. Hin und wieder. Ja. Der Parfum-Experte Kai, ja, der Kanalname, ich spreche ihn immer falsch aus, ist... Dir ist das aber bewusst. Ja, also ich weiß, dass das U nicht präsent ist. Ich sage immer Tunyao, aber es heißt... Tuyau heißt es eigentlich. Tuyau. Das ist Französisch. Ja. Französisch, okay. Ja, genau. Und ich muss mir mal anhören auf Instagram, dass ich dich unbedingt korrigieren soll, dass du den richtig aussprichst. Ja, bei mir, wenn mein Kopf einmal so programmiert ist, habe ich so Schwierigkeiten, das zu ändern. Wir haben heute uns hier zusammen gefunden, um euch einen kleinen Guide zu geben, welcher Duft für welche Aktivität vielleicht der beste Duft ist. Und dem Thema werden wir uns jetzt widmen. Bevor wir jetzt loslegen, bitte lasst ein Like und ein Abo da und schaut auch bei ihm vorbei, falls ihr euch für Parfums interessiert. In der Beschreibung ist alles verlinkt und wir legen jetzt los mit dem Thema Alltag. Also mir geht es darum, dass die Leute aktuell zu Hause sind, ja, und die haben Probleme zu wissen, was man nehmen soll. Man kann nichts testen, es gibt auch keine Parfumproben. Für mich wäre es jetzt interessant, von einem Experten zu wissen, der ein fundiertes Wissen hat, welcher Duft quasi easy zu kaufen ist und welcher Duft für die Aktivität Sinn macht. Wir fangen mal an mit Zefiro von Xerce. Kennst du den? Habe ich jetzt noch nicht probiert, aber ich kenne den Namen auf jeden Fall. Okay, also hier haben wir drin Bergamotte, Kardamom und das ist das, was mir immer im Kopf geblieben, Honey of the Gods, ein bisschen Oud und Amber. Okay. Und der Herbert hatte damals mir gesagt, dass er diesen Duft mir empfehlen würde für den Besuch beim Freitagsgebet, so in der Moschee. Ja? Okay. So, von daher, das ist jetzt der erste Duft. Dann Nummer 2. Haben wir von Tiziana Terenzi Golden Rose Oud. Der Name sagt eigentlich alles. Genau, der sagt alles aus. Kennst du den? Ich kenne den Duft auch schon, ja. Okay. Ist ein super, super Rose Oud-Duft. Also so ein bisschen orientalisch, aber immer noch, finde ich, westlich. Also ich finde Rose Oud ist allgemein sehr, sehr zugänglich. Ich finde den schon Mainstream. Ja, fast schon, ja. Aber wenn man so ein bisschen was gerochen hat, ist der Mainstream. Dann haben wir, den hast du dir ausgesucht für diese Kategorie, Marzocco. Einer der letzten Release, glaube ich, vom Herbert von Roberto Ugolini. Genau, und das ist für mich jetzt so der, ohne den jetzt, den Zefiro jetzt gerochen zu haben, ist es für mich so einer der mainstreamigsten jetzt. Ist Orangenblüte drin, ist so ein bisschen eine holzige Basis, bisschen pudrig und finde ich einfach super. Also wenn man gar keine Ahnung hat, was man kaufen möchte, dann würde ich sagen, auf jeden Fall den. Tatsache. Ja, definitiv. Und sonst haben wir hier noch Ursa. Ursa, den kannst du nicht, ne? Ja, hab ich gar Genau, keine. das ist ein Patchouli-Duft, so ein bisschen rauchig, bisschen Gewürze mit dabei und finde ich ein sehr sanfter Patchouli. Also Patchouli hat ja häufig so Feinde auch, ja, weil es halt so ein bisschen zu würzig ist. Ich meine, dein eigener Duft arbeitet ja auch mit Patchouli. Ja. Ist ein bisschen die stärkere Variante und der Ursa ist etwas sanfter. Ja, okay, dann bitte. Ja, dann fangen wir doch mal mit dem an, den ich nicht kenne. Okay. Ich finde den, Ist tragbar auf jeden Fall. sehr angenehm. Mega. So soft. Ja, ist ein bisschen pfeffrig auch, ne? Pfeffer ist da auch drin? Ich glaube, mehr so Rauch. Pfeffer steht jetzt zumindest nicht drauf. Okay, also ich rieche da ein bisschen was Pfeffriges raus. Bisschen Würze. Vielleicht ist das auch der Kardamom, ne? Meintest du nicht? Kann sein, ja. Ja, sehr, sehr sanft. Also den würde ich tragen, zum Beispiel, wenn du Hemdenträger bist. Ja, jetzt vielleicht nicht unbedingt so für diese klassische Streetwear-Geschichte mit T-Shirt und so, sondern eher Dafür so ist der zu elegant. Genau, ja. Hemd mit Pulli, Ja. Hemd mit Sakko, so ein bisschen Business-Casual-mäßig. Dann würde ich den auf jeden Fall empfehlen. Ist bei Serge, finde ich, aber allgemein häufig der Fall, dass man das so... Dass sie nicht wenn so man so ein rockig bisschen- sind, ne? Ja, genau, richtig. Ja. Ist nicht so, bricht nicht so durch die Wand durch, sondern ist eher zurückhaltend. Genau. Ja, finde ich sehr schön. Okay. Genau. Nummer 2, Golden Rose Oud. Genau, von Tiziana Terenzi. Aber so dieses Oud jetzt, wenn man mehr im Thema Ja. drin ist, ne, riechst du das da raus, oder? gar Nee. nicht. Ja. Also es ist eine sehr, sehr helle Rose, ich finde, mit so einer ganz, ganz leicht holzigen Basis. Ich finde Rose Oud auch extrem geil für Hemden auch. Ja. Also auch wenn man so ein bisschen festlicher gekleidet ist, sage ich jetzt mal. Also ich muss sagen, das geht schon in die Designer-Richtung fast und Ja. es ist ein Ja, sehr ja. handwerklich guter Duft. Ich wüsste jetzt nicht jemand, also natürlich, wenn man keine Rose mag, okay, aber sonst würde ich sagen, wenn jemand schon so in die Richtung tendiert, dann kann man, das wird jedem gefallen. Ja, auf jeden Fall. Man eckt da jetzt nicht Ich muss so auch an. ehrlich sagen, ich habe die Erfahrung gemacht. Ich glaube, viele haben wegen Oud und auch wegen dem, was man über Oud sagt, so ein bisschen Angst, Oud zu tragen. Ja. Ne? Weil man denkt dann irgendwie, das riecht animalisch oder irgendwie zu orientalisch oder so. Aber ehrlich gesagt ist es, wenn man selber einen Rose Oud-Duft zum Beispiel trägt, habe ich noch nie erlebt, dass da irgendjemand was Negatives gesagt hat. Es kommt eigentlich immer, dass die Leute denken, oh, es riecht aber angenehm holzig hier und so. Das hört man dann. Und ja, schön. Und ich finde doch, dass Oud durchkommt. Doch, ganz am Ende so ein... Ja, ganz kleines bisschen. Ganz Aber sanft. haben sie gut gemacht. Genau. Dann Marzocco, einer der Allrounder, sollte ja so
Lila ist meine Lieblingsfarbe, sollte ja das Prickeln so nachempfinden. Hat er mir mal irgendwie so gesagt, so wie Brause oder sowas war vom Herbert so die Idee. Ist ein minziger Duft, Ich ne? jetzt gar nicht. Nee? Ich finde auch, Lila ist wirklich deine Lieblingsfarbe? Die ist meine Lieblingsfarbe, ja. Ich finde, Lila ist so ein bisschen Farbe der sexuellen Unbefriedigung. Ist so? Ja. Ey, Lila. Aber das glaube ich bei dir Guck jetzt mal, nicht. Also nein, guck mal, Lila ist die Farbe vom 500-Euro-Schein. Nein, okay, das ist jetzt nicht das. Aber ich finde immer Lila, fand ich immer sehr königlich. Echt jetzt? Okay. Aber Ja. lassen wir mal so stehen. Ja, ich finde den einfach super. Also es ist wirklich, ich habe jetzt eben schon recht viel dazu gesagt, ich finde, es ist wirklich so der beste mainstreamige Duft, den man sich kaufen kann, wenn man trotzdem Wert auf Qualität legt. Es gibt viele Düfte für unter 100 Euro oder unter 150 Euro, die im Grunde genommen dasselbe machen, aber die von der Qualität her einfach nicht so hochwertig sind. Also man riecht schon deutlich raus, dass die Inhaltsstoffe geil sind und dass der auch gut gemacht worden ist. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent da drin ist. Weißt du das? Steht das? 80%, also 20%. 20 hat er reingemacht, ja. Okay. Wie viel trägst du, wie viel Sprays trägst du so auf? Naja, also halt Full. Einmal komplett. Quasi. Okay, ja, perfekt. Okay, also so ich machst versuche du mich auch, immer so also eigentlich immer so 3 um den Hals. Ne? Und dann je nachdem, wie stark der Duft ist. Bei schwächeren Düften natürlich dann einfach einmal komplett. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel, habt ihr auch so ein paar orientalische Düfte mitgebracht. Das könnte man jetzt nicht machen, weil das wäre, glaube ich, keine so gute Idee. Okay. Aber es, also eigentlich immer, ich meine, Tom Ford hat mal gesagt, man soll viel Parfum tragen, Richtig. wenn man schon Parfum trägt. Ja. Und dem Credo folge ich. Sehr gut, so sehe ich das auch. Ich trage Parfum grundsätzlich für mich selber und nicht jetzt, um Komplimente zu kriegen. Oder? Ja. Ja, sehr schön. Und als letztes einen Duft, den ich jetzt selber noch nicht so getestet habe. Vielleicht fange ich jetzt mal Genau, damit fangen wir an. mal an. Wow, ist ja bis jetzt komplett an mir vorbeigegangen. Ist auch schon ein sehr... Was ist da drin? Was schreiben die da? Kennst du das auswendig, oder? Also ich rieche da Patchouli raus. Patchouli, so ein bisschen rauchig. 240 Euro. Wir haben Genau. drin Muskat, Rum, Trockenfrüchte, Patchouli, Weihrauch. Genau, Patchouli, Weihrauch. riecht auch aus. Ja, Harze, Tabak, Vetiver. Toll. Vetiver auch, ja. Ja, Vanille, Leder, Oud und indonesisches Oud. Spannend. Mal, das habe ich noch nie. Also es ist auf jeden Fall, Toller Duft. wenn ihr auf holzige Düfte steht, dann ist das eher was für euch. Also es ist sehr trocken, wie ich finde. Aber nicht zu abgefahren. Nicht zu abgefahren, trocken, so ein bisschen grüner. Nicht zu süß und auch einfach von dem Flakon her. Also ich meine, das ist ja so geil, ne? Schön Also ich gemacht. weiß nicht, soll ich es mal da? Also es ist ja so eine Moonface-Kollektion, soweit ich weiß. Und das ist einfach auch was Schönes, was man sich halt mal kaufen und zu Hause hinstellen kann, ne? Wenn du dich entscheiden müsstest für einen Duft, was wäre hier aus der Klasse deine Wahl? Schwierig. Alltag jetzt. Auf jeden Fall dann Zefiro. Nummer 1. Mit Abstand, ja. Okay. Ja, mit Abstand. Weil, also es ist eigentlich ein Battle zwischen Zefiro und dem Marzocco. Wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet wirklich auf Nummer sicher gehen, dann definitiv den. Ja, weil der einfach von der DNA her, finde ich, sehr, sehr safe ist und nirgendwo aneckt. Aber ich bin jemand, ich mag das, ich trage Düfte prinzipiell eigentlich für mich selber. Und deshalb würde ich dann eher so die etwas ausgefallene Ja, sehe ich Variante auch noch so. nehmen. Ja. Ja. Aber für den Alltag, du willst ja jetzt auch nichts, was da jetzt zu aneckend ist. Deshalb würde ich den auf jeden Fall nehmen. Cool. In der nächsten Kategorie haben wir das Thema, ja, abends, wenn man unterwegs ist. Das muss ja dann schon ein bisschen was Wilderes sein. Und hier sind Düfte, die du noch nicht kennst. Nee, ich kenne die alle noch nicht. Alle noch Richtig. nicht, ja. Nee, kenne ich noch nicht. Okay, also wir haben hier wirklich Düfte, die, also hier, die finde Man ich... sieht das ja auch an der Farbe, ne? Genau, die Also es Farbe ist schon die strahlt schon Power aus. Wir fangen mal an mit Spirito Fiorentino. Den habe ich in Dubai den mitgehabt, habe ich den sehr oft getragen. Und da lese ich dir auch gleich mal die Duftbeschreibung vor. Das ist die Nummer 1. Ja, ist auf jeden Fall. An was erinnert sich der Duft? Ich bin so schlecht mit meinem Duftgedächtnis, ne? Baccarat Rouge. Ja, voll, ja. Volle Kanne. Baccarat Rouge, aber dann doch wieder anders. Wir haben hier drin Lilie, Orange, Jasmin, Safran, Magnolie, Amber, Maiglöckchen, ja. Eichenmus, Sandelholz, Birke, Leder, Moschus und Ambra. Ja, also diese Safran ist das, glaube ich, was bei Baccarat Rouge auch so stark durchkommt. Ja. Das ist halt so zum Anbeißen, ne? Es sind sehr, und vor allem, was ich sagen muss, die Intensität oder also wie lange der Duft anhält, ist unglaublich. Echt? Also ja, Okay. ist wirklich toll. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, da kann die Community mich auch korrigieren, ich glaube, diese roten, irgendwas ist da speziell dran. Ich glaube, die halten sowieso länger, ne? Okay. Ja, es ist auch ein Duft, der wird mir immer wieder in die Kommentare reingeschrieben, dass ich den testen soll. Also jetzt habe ich dann mal die Gelegenheit. Ah, okay. gehabt. Ja. Wäre jetzt ganz spannend zu wissen, wo der preislich liegt. Wir haben hier 2,80. Bisschen teuer. 2,80. Ist aber immer noch preiswerter als der Baccarat Rouge. Was kostet der? Der kostet irgendwie 3,50 oder so. Ach, Tatsache. Ja, kann man mich jetzt auch korrigieren, wenn ihr das besser wisst. Ja, sehr schön. Ja, ist ein bisschen milder, ein bisschen sanfter und auch ein bisschen kühler. Also Baccarat Rouge war sehr, sehr süß. Ja.
Und das finde ich jetzt hier ein bisschen ausgeglichener. Ganz schön, ja. Dann geht es hier weiter mit 1740. Das müsste Hemingway sein. Oder? Ne, was haben wir hier? Marquis de Sade. Ach so, Marquis de Sade ist das, okay. Ein Duft, den ich jedem eigentlich zeige, der hier reinkommt. Weil ich finde den so, ich finde den einfach so verrückt, mehr oder weniger. Ich mir so vorstelle, abends Kaminzimmer oder wenn man draußen unterwegs ist und wirklicher Mann ist, wenn er nicht interessiert, was die Mädels sagen. So, wenn man einfach sagt, ich bin ein Typ und ich mag diesen Duft. Ich bin mal gespannt, was du sagst. Wir haben hier drin Patchouli, Kardamom, Zedernholz, Elmi-Harze, Leder, Labdanum. Was sagst du dazu? Du hast gerade meinen Gesichtsausdruck nicht gesehen, ne? Eieiei, was ist das denn? Hammer. Das ist alter Mann. Das ist nicht alter Mann, ey. Nee? Das ist einfach... Woran erinnert dich der Duft? Also falls ihr safe sein wollt von allen, das ist auf jeden Fall der leichteste Duft. Den solltet ihr auf jeden Fall blind kaufen. Ich rieche da ein bisschen Schokolade raus. Das finde ich so eine zart-bitter. Ja. Okay, ja gut, dann ist das meine verrückte Nase. Was sagst du dazu? Also auf jeden Fall sehr, sehr dunkel, sehr würzig, auch ledrig. ja. Ja. Und die Beschreibung trifft es. Also wenn du halt echt zero fucks given bist, dann... Aus meiner Community gibt es ein paar Leute, die feiern den wirklich. Ja, das ist schon auf jeden Fall empfehlenswert, ne? Also das ist schon auf jeden Fall. Der riecht auch extrem teuer. Ja, wäre ich so. Extrem teuer. Mich erinnert es immer an Tweed, an solche groben Werkstoffe auch. Ja. Ne? So, dann machen wir weiter mit einem anderen von Tiziana, Rosso Pompeii. Der Duft zum Beispiel hat mich schon mal wahnsinnig gemacht. Den hatte ich mal bei Mark & Friends drauf. Ich bin echt durchgedreht. Nico, also Inscope, mag den gerne. Also ich muss sagen, da ist was drin, was bei mir so ein bisschen... Boah, das ist so ein bisschen Kaugummiartig. Okay, ich guck mal, was da drin ist. 280 € sind wir hier und haben drin Grapefruit, Zitrone, Traube, Magnolie, Sandelholz, Patchouli, Zedernholz und Hölzer. Okay. Aber der ist schon... Also ich finde den sehr, sehr fruchtig. Ja, ne? Der ist so Sehr, aber sehr purer fruchtig. mit Holz. Den hätte man vielleicht hier in diese Ecke tun sollen, weil das so ein bisschen... Aber wenn du für dich zum Beispiel, du sagst so, aber wenn man normalerweise sagt, man geht abends weg, dann ist das schon ein so... Aber ich wäre mir nicht sicher, ob sowas, zum Beispiel wenn du jetzt in den Club gehst, ob sowas überleben würde von der Haltbarkeit her. Doch. Glaubst du? Ja? Einmal die Ladies Reactions auf den, das ist der beste Duft hier aus der Linie, glaube ich, fast. Das kann ich mir vorstellen. Für die Mädels. Ja. Ist mir aber zu mainstreamig. Habe ich mir schon gedacht. Oder was heißt mainstreamig? Ich finde den einfach so ein bisschen langweilig. Ja, okay. Also ohne das jetzt böse zu meinen. Ja. Okay. Dann geht's weiter mit Cantovi Stramonio, gehört auch zu Tiziana Terenzi irgendwo, glaube ich. Oder ich erinnere mich nicht, also irgendwas, die hängen auf jeden Fall zusammen. Okay. Ist halt auch angelehnt an Baccarat Rouge. Es tut mir so leid, ich habe heute so einen überorientalischen Duft drauf. Und es ist immer so ein Battle zwischen dem, was auf dem Streifen ist und dem, was hier auf meinem Hals ist. Ich kann noch kurz Kaffee holen. Wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, okay. Weil ich merke auch zum Beispiel bei dem, ich habe gar nichts mehr gerochen. Nee, ich nämlich auch nicht. Aber das ist bei so Teststreifen noch immer schwierig, ne? Ja, manchmal geht das im Papier unter. Also ich rieche noch Baccarat Rouge irgendwie. Ja. Und halt meine Lederpackung da, die ich mir gegönnt habe. Der Profi, Digga. Machst du das öfter da drin? Oder Nee. ist das jetzt das erste Mal? Das erste Mal. Man nimmt sich so diese riesige Schüssel und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich werde immer dran trinken, ne? Weil das wie so Müsli ist. Ja, muss man sagen, fällt dann leider, ist auch deutlich günstiger, ne, natürlich. Okay. Ich mag ihn trotzdem, aber wenn man jetzt in die Richtung geht, dann wäre das natürlich die bessere Wahl. Ne? Was würdest du Aber jetzt? das ist auch ähnlich wie der... Es ist dieselbe Richtung. Ne? Okay. Als letzten Duft aus der Kollektion haben wir jetzt hier noch etwas ganz Spezielles. Eine limitierte Serie von Historie de Parfum, ähnlich wie jetzt hier 1740. Davon gibt es auch nicht mehr viel. Ich bin der Einzige, der den Duft noch zur Zeit hat. Herbert hatte mir mal gegeben. Wir haben noch knapp 80 Flaschen oder so. Also es ist jetzt, kann auch sein, dass er dann schon weg ist, wenn wir das Video machen. Fand ich relativ einzigartig und es ist ein Duftölanteil von 21%. Absolu Eau de Parfum. Ich kann dir mal sagen, was da drin ist. Ganz was anderes als das, was wir bis jetzt gerochen haben. Ja, auf jeden Fall. Komplett anders. Für 60 Milliliter 145 €. Wir haben hier Kaffee, Karamell, Weihrauch, Gewürze, Patchouli, Bernstein, Leder, Vanille, Labdanum. Also Kaffee riechst du volle Kanne raus, finde ich. Ich bin auch ein großer Kaffeeduft-Fan, also ich mag Kaffee sowieso total. Und Ja, deshalb liebe ich einfach auch diesen Röstgeruch, den, wenn du Kaffee röstest, den das hat. Zum Beispiel, da bin ich Oh, das ist so eine Kaffee-Vanille-Kombi für mich. Labdanum rieche ich auch raus, also hat auch so eine harzige Note und das könnte der beste sein bis jetzt. Nee, das ist so lustig. Oh, es ist schade, dass das eine
limitierte Edition ist, ey. Wirklich. Also finde ich wirklich schade, weil, So unterschiedlich sind Geschmäcker. Also, Ja. das findest du den der Beste aus der Linie? Also es ist auch hier wieder so, wenn ihr halt sicher gehen wollt, dann nehmt auf jeden Fall hier Spirito Fiorentino, ja, weil die DNA kommt safe bei allen Leuten gut an. Und auch wenn viele Frauen Baccarat Rouge angeblich tragen, Wusste ich gar nicht. ist das immer noch, finde ich, eine sichere Wahl, ne? Eine sichere Bank. Aber wenn es einzigartig sein soll, dann bist du mit Histoire de Parfum auf jeden Fall gut bedient. Ne? Okay. Also wenn es ledrig sein darf, dann auf jeden Fall die. Und wenn du der Coolste 1740. sein willst, dann nimmst du 1740. Ja, genau. Aber es ist halt ein Risiko, ne? Also würde ich jetzt jemandem empfehlen, so einen richtig trockenen Duft zu kaufen, so blind, weiß ich nicht. Nein, das ist schon schwer. Dann ist das, glaube ich, schon besser. Also wenn man Kaffee mag und man sowieso es ein bisschen süßlich sein darf, Ja, okay. safe. Dann machen wir weiter mit der letzten Kategorie. Hier geht es um das Thema Office tatsächlich. Ne? Also was trägt man so im Office, also wenn man mit Menschen zu tun hat. Und hier haben wir auch unterschiedliche Marken noch mit dabei. Wir fangen erstmal an mit einer Marke, der ich zu wenig Aufmerksamkeit schenke. Herbert mag es auch, ist ein etwas günstigerer Duft, kosten um die 100 Euro. Ponte Vecchio von Nobile 1942. Und du hast vorher den Wunsch geäußert, dass du halt Iris da mit drin haben möchtest. Genau. Den kennst du auch nicht, ne? Den kenne ich auch nicht. Ne? Also hier haben wir Bergamotte, ist halt so dieses klassische italienische Zedernholz, Jasmin, Rose, Patchouli und ja, in diese Richtung. Also das Coole an Iris und warum ich auch Iris drin haben wollte, ist, dass es so eine Wäsche-Weichspüler-Komponente immer für mich Sauber, hat, die einfach clean. sehr clean ist, sehr sauber. Viele sagen auch seifig, ne? Also Iris riecht so ein bisschen seifig und ich finde, das stimmt und deshalb finde ich Iris für so einen Alltagsduft im Büro, wo du ja auch jetzt nicht negativ auffallen willst, sehr, sehr gut und passend. Hier ist es jetzt auf jeden Fall... Ist keine Herausforderung für dich. Es ist keine Herausforderung, gar nicht. Ganz simpel, Zedernholz rieche ich heraus, also ist ein holziger Duft, Zitrusholzig, also etwas, was sehr, sehr easy zu tragen ist. Zu welchem Alter würdest du jemandem empfehlen? Durch die Bank weg eigentlich, aber jetzt nicht, also für so einen 17-Jährigen sehe ich das nicht so. Ist vielleicht ein bisschen zu klassisch. Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber Büroduft auf jeden Fall. Und was man halt auch sagen muss, ist, dass also an Duftnoten, wenn man Patchouli und Vetiver hat, dann ist das immer eine sehr maskuline Duftkombi. Ja. Also dieses klassisch maskuline und das ist halt eben auch da der Fall. Okay. Ja, wirklich schön. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Vergangenheit. Und zwar Acqua di Genova ist ein Duft, den kenne ich schon ewig. Seitdem ich den Herbert kenne, kenne ich diesen Duft, okay? Es ist ein Parfum, was unverändert ist seit 1850 oder so. Ich muss nochmal nachlesen. Aber auf jeden Fall, seitdem ist diese Duft gleich geblieben. Hat einige Preise gewonnen, damals auf Weltausstellungen, glaube ich. Ich muss nochmal nachlesen, ich will nichts falsch sagen. Dieser Duft hält für mich gefühlt ewig. Herbert hat gesagt, es ist nicht so, aber... Ich glaube, den Stream habe ich gesehen. Kann das sein? Ja. Hier. Das ist pur Zitrone. Boah, Wahnsinn. Pur Zitrone. Ja. Hast du sowas zu Hause in der Richtung? Ich habe was in der Richtung zu Hause. Tatsache, okay. Ja, tatsächlich. Ja. Ich finde, sowas trägt heutzutage keiner mehr. Das ist so ein richtig typisches Cologne. Ja, Also das ist es. Eau de Cologne, Ja. ne, ist ja echt kölnisch Wasser. Also Zitrus, holzig. Orange, Neroli, Lavendel, Rosmarin, Jasmin. Das wäre für mich, ehrlich gesagt, so der Sommerduft schlechthin. Also wenn du einfach nur was haben willst, was dich so ein bisschen erfrischt morgens, was in der Hitze auch tragbar ist, ja, weil Zitrusnoten sind auf jeden Fall easy tragbar. Da soll es ja dann auch nicht zu süß sein. Voll 75 Euro. Absolut. 75 Euro. Glaub mir, der Herbert sagt zwar nein, aber ich muss sagen, der hält wirklich sehr lange. Richtig schön, ja. Schöner Ja, Duft, ne? sehr schön Handwerklich auch gut gemacht. Dann geht's weiter mit Mephisto. Mephisto, Ja, ne? genau, Mephisto. Ist das die neue, Das ist, neue Variante? Ja, Oder das ist noch eine andere Variante davon. Können wir gleich auch nochmal testen. Ja, mach. Und zwar Mephisto von Casamorati. Gehört auch zu Xerchow, ist halt diese Vintage-Linie. Gucken wir mal, was du dazu sagst. Ist jetzt auch ein Duft, der sehr sauber ist. Okay. Ich habe halt eine Duftassoziation damit, von daher für mich ist es etwas schwieriger, den zu tragen. Wir haben hier Zitrone, Grapefruit, Bergamotte, Rose, Iris, Sandelholz. Was ist deine Duftassoziation? So ein Raumduft. Also es gibt einen sehr, sehr berühmten Designerduft, an den er mich erinnert. Ja? Also Designerdüfte sind ja... Welchen denn? Die wissen Bescheid, oder? Was Dezernerdüfte sind? Ja, das ist... Okay, Ja. gut. Also guck mal, ich kenne keine Designer. Ich kenne sehr wenige Designerdüfte, aber sag mal, was soll das sein? Ja, Thema Duftgedächtnis, ne? Ich erinnere mich nicht dran. Ne? Weil auf jeden Fall erinnert dich. mich auf jeden Fall an einen sehr, sehr beliebten Designerduft. Okay. Kommt halt immer darauf an, was man für ein Typ ist. Ja? Also das wäre jetzt zum Beispiel ein Duft, den würde ich eher einem Jugendlichen empfehlen. Und die beiden hier eher einem etwas älteren 25 bis gesetzten 25. Publikum. Ja. Genau.
Mephisto ist eher was Junges. Ja, schlecht ist der nicht, ne? Aber Also- ist halt jetzt auch nicht so spannend. Ja. Ja. Also du würdest den nicht kaufen, glaube ich. Ja, wenn der halt rabattiert ist und ich den noch so mitnehme, dann vielleicht schon. Okay, aber- okay. Jetzt gehen wir weiter zu Len. Just Roulette ist ein guter Duft, den mag ich sehr gerne. Ist auch sehr sauber, clean und so. Und für Sommer und Office und sowas kann man den wirklich top tragen. Ja, ist ein guter Duft, wirklich. Also muss ich sagen, Extrait de Parfum, hoher Duftölanteil und Der ist irislastig. ja, ne? Hör mal, Ja, der ist ist ja gut. fast wie der Iris. Nicht ganz, aber geht schon in die Richtung. Ist schon, also wenn Ja. man sagt Iris mit 3S Xerchow zu teuer, Ja. dann kauft den. Hast du da eigentlich Erfahrungen gemacht, dass der Iris mit 3S, dass der den Leuten nicht so gefällt? Nein. Weil ich habe öfter schon gehört, dass der sehr polarisierend sein soll, aber ich finde den halt völlig... Also da habe ich jetzt noch nie völlig was gehört. eingänglich. Von Stone Label Kollektion ist das auch einer der meistverkauften, die wir haben. ja. Tatsache. Der Schöner ist Duft, echt ne? Super, super schön. Ja. Und jetzt This is not a Blue Bottle, auch Histoire de Parfum 1.3. Hier ist dieser Lebenskreis drauf. Da habe ich auch schon mal in einem Video das untergebracht. Das zum Beispiel für mich wäre das jetzt ein sehr jugendlicher Duft. Also wenn man jetzt... Ja, kann man sagen. Ja, auf jeden Fall. Also sehr jugendlicher Duft. Schöne Flasche auch. Ne? Aber auch sehr, Findest du... sehr zugänglich, ne? Ja. Ja. Also... Also man muss das halt immer in Relation setzen. Ne? Dass ein Duft einfach zu tragen ist, ist ja nichts Schlechtes jetzt erstmal. Und vor allen Dingen im Büro nicht. Aber wenn du halt schaust und das vergleichst mit den anderen, Klar, das ist was da wird anderes. es dann schon schwieriger. Ne? Aber darum musst du auch eine Entscheidung treffen, wer aus dieser Kategorie deine Nummer 1 ist. Ja, das ist, glaube ich, einfach gesagt. Der wäre die Nummer Die 1. Geschichte. Ja. Definitiv. Denke ich, ist auch der Ich muss jetzt stärkste. noch mal Ne? gerade schauen, wie der sich entwickelt. Ja, ist immer noch. Ja, Also- es ist schon der Beste. Ne? Sehe ich auch so. Ja, sehr cool. Wir haben 3 Gewinner in diesem Video feststellen können. Für Office haben wir Just Roulette von Len. Dann für den Alltag Zefiro, sehr, sehr schöner softer Duft. Und dann aus der Reihe für abends ist es tatsächlich die limitierte Serie geworden. Fidelis von Histoire de Parfum. Das sind die Düfte, die jetzt du gewählt hast. Ich bedanke mich erstmal für dieses Video. Wird mit Sicherheit nicht das letzte sein, was wir gedreht haben. Falls ihr fundierten Parfum-Content sehen möchtet, dann schaut gerne bei ihm vorbei. Alles ist in der in der Duftbeschreibung wahrscheinlich. Ne? In der Beschreibung unten verlinkt. Und dann sage ich bis zum nächsten. Bye.